verstecken. Aber auf jeden Fall ist es jetzt meiner Meinung nach sehr gut gelungen. Es würde sogar noch besser aussehen, wenn man vorne beim Auspuff, wenn man diese Kappe hier rot macht. Kommen wir zur Auspuffblende. Was mir nicht gefällt, ist dieses Grau. Im Gesamten sieht es einfach nicht schön aus, deswegen würde ich sie gern schwarz machen. Hier wird eine Keramikbeschichtung drauf kommen. Das ist die Supertherm, die ist dann bis 800 Grad hitzeresistent. Da muss man mehrere Lagen auftragen und im Backofen wird es dann ausgebacken. Ich habe jetzt den Hersteller genommen, das ist auf jeden Fall so ein mattes Schwarz. Werde ich zum ersten Mal ausprobieren. Ich hatte zwar bei einem Pulverbeschichter angefragt, für mich war aber eher so dieses Do-it-yourself interessanter, deswegen möchte ich selber machen. Die einzigste Problematik, die ich habe, ist, dass genau dieses Teil an der Fußrastenanlage ziemlich straff dahinter steckt. Das heißt, wir müssen hier die ganzen Schrauben lockern, gerade die und auf der anderen Seite. Das ist dann die Schraube der Schwinge, die müssen wir hier öffnen, dass wir auf der anderen Seite die Fußrastenanlage so ein bisschen lockern können. Dann kommt auch die Auspuffblende raus. Auf der Seite ist es kein Problem, hier müssen wir eigentlich gar nichts lockern. Das kommt direkt raus, wenn man hier die zwei Imbusschrauben öffnet. Aber auf der anderen Seite habe ich das Problem, dass genau diese Stelle hier einfach im Weg ist und es auch an der Stelle klemmt, wenn man hier die Auspuffblende nach hinten zieht. Deswegen müssen wir hier die Schraube lockern, auf der anderen Seite, dass wir dieses Teil hier so ein bisschen zum Bewegen bringen, dass es auch ein bisschen weiter rauskommt. Dann können wir das ganze Teil hier auch einfach rausziehen. Hier sind auch wieder zwei Imbusschrauben drin. Hinter der hier ist nochmal eine kleinere Imbusschraube, die auch eigentlich gut zugänglich ist, wenn man die hier öffnet. Hier haben wir auf jeden Fall 45 Newtonmeter. Das müsste, glaube ich, eine M13 sein. Hier brauchen wir einen Drehmoment von 110 Newtonmeter. Danach, wie gesagt, wird der Stift mit dem Gummihammer ein bisschen reingeschlagen, dass auf der anderen Seite sich die Fußrastenanlage ein bisschen lockert und ich dann die Auspuffabdeckung schön rausziehen kann. Also an der Stelle haben wir 45 Newtonmeter. Hier ist es eine 13 mm Nuss. Wenn wir die Schraube mal so ein bisschen rausdrehen, was wir hier beachten müssen, ist, innen drin ist ein Abstandshalter. Das ist so ein kleiner silberner Zylinder. Ich probiere es jetzt mal erstmal drin zu lassen und schaue, ob die Fußrastenanlage so weggeht. Das heißt, wir gehen jetzt auf die andere Seite. Wir hatten 13 mm an der Stelle. Und für die Schwinge, da haben wir 24 mm. Wir müssen auf die andere Seite. Da haben wir 110 Newtonmeter Drehmoment. Jetzt ist es so, hier müssen wir nämlich aufpassen, denn der Stift darf nicht ganz durchgehen. Dadurch, dass der Stift die Schwinge hält, müssen wir nachher aufpassen beim Klopfen, dass der Stift nur ein paar Millimeter hier rauskommt und nicht irgendwie eventuell so stark rausgeklopft wird, dass er die Schwinge nicht mehr hält. Ich wollte jetzt nicht die ganze Anlage hier auseinanderbauen. Hätte man das hier alles aushaken können. Das wollte ich mir jetzt so ein bisschen sparen. Aber es wird wahrscheinlich Sinn machen, weil wenn wir sie nachher wieder einbauen, kann sein, dass es da ein bisschen was zerkratzt. Das müssen wir dann schauen. Ich würde sagen,
Wir schleifen das Teil jetzt. Hier sind auf jeden Fall Nieten. Wenn man innen schaut, sieht man, dass das genietet ist. Ich habe es jetzt bei dem anderen Teil weggeknipst und habe mir kleinere Schrauben besorgt. Ja, weil ich dieses Plastikteil hier wegmachen wollte. Das wird genauso bleiben, wie es ist. Es bleibt auf jeden Fall grau. Ich hatte gedacht, eventuell in so einem schönen Rot, wie auch die Akzente. Das muss man alles verspachteln und so weiter. Das wäre jetzt zu viel Aufwand gewesen. Zumindest jetzt bleibt der Auspuff dran. Ich denke, irgendwann mal kommt auf jeden Fall was anderes. Deswegen möchte ich da nicht zu viel Aufwand betreiben. Ich wollte jetzt einfach mal diese Keramikbeschichtungen probieren. Ich habe es öfter gelesen. Dann mache ich mich mal jetzt ans Schleifen. Ich habe hier schon mal den Tisch aufgebaut. Das ist jetzt, ein Teil hatte ich soweit schon fertig. Hier ist es vorne schon abmontiert, genauso wie das Plastikteil. Das kommt dann weg, wie gesagt, die Farbe bleibt und das Lackieren machen wir dann hier direkt am Tisch. Wir werden jetzt die Teile einsprühen mit dem Dupli-Collar. Hier ist noch so eine Sicherheitskappe dran, die wir auf jeden Fall rausmachen müssen. Genau. Und dann können wir eigentlich auch direkt loslegen. Muss man aufpassen. Das Ganze machen wir jetzt 4-mal. Immer so im Abstand von 15 cm, ca. 20 cm. Auch gerne mal ein bisschen nachsprühen, wenn da irgendwie Stellen sind, die ein bisschen heller geblieben sind, ist nicht schlimm. Wir gehen sowieso öfter drüber, von dem her passt. Dann kommen wir zum zweiten Durchgang. Und jetzt haben wir die vierte und letzte Schicht und dann geht es zum Ausbacken. Um das Ganze so ein bisschen fester zu machen, die Farbe, müssen wir bei ungefähr 250 Grad so 20 Minuten oder was ausbacken. Normalerweise bräuchte man eine heißere Temperatur, aber in dem Fall reicht auch der Backofen. Ich heize den jetzt mal ein bisschen vor und dann mache ich die Teile rein und lasse sie dann mal den ganzen Tag einfach mal stehen, damit das Ganze schön auskühlen kann. Jetzt ist das Ganze fertig. Es war eine halbe Stunde im Backofen. Wo wir jetzt ein bisschen aufpassen müssen, ist beim Einbau. Wir haben nämlich hier die ganzen Teile, die halt zerkratzen können. Relativ easy wie vorher auch. Ich glaube 3 Schrauben oder was. Von dem her ja, starten wir mal mit dem Einbau. Ich denke, mit 2 Händen seid ihr da besser aufgehoben. Oder ihr macht wirklich die komplette Fußrastenanlage weg. Das wollte ich mir jetzt sparen, deswegen habe ich sie nur teilweise rausgezogen. Und ja, dadurch habt ihr halt das Problem, dass hier in dem Bereich ja, das einfach schwieriger reinzumachen ist. Das Ganze slidet nämlich rein. Innen drin habt ihr ja gesehen, da sind so kleinere Haken. Und das ist natürlich dann schwierig zu bewerkstelligen. Aber auf jeden Fall ist es jetzt meiner Meinung nach sehr gut gelungen. Es würde sogar noch besser aussehen, wenn man vorne
beim Auspuff immer diese Kappe hier rot macht. Aber den Aufwand wollte ich jetzt nicht betreiben. Deswegen bin ich eigentlich ganz zufrieden.